Herzlich willkommen zu den ersten Berlin Breathwork Days hier in meinem Space. In den nächsten Tagen gibt es halt Formate, dass man Breathwork ausprobieren kann, veränderte Bewusstseinszustände, psychedelische Bewusstseinszustände. Wir repräsentieren das, was wir hier bei den Breathwork-Tagen auch zusammenbringen wollen, nämlich Science meets Practice. Jassi natürlich als Veranstalterin par excellence und als Breathwork-Facilitatorin. Und aus der Erfahrung heraus und du Aus der Wissenschaft heraus. Ich habe einen Lehrstuhl für klinische Psychologie an der Humboldt-Universität. Jetzt seit 10 Jahren leite ich den. Und wir machen bei uns in der Arbeitsgruppe mehrere Breathwork-Studien. Und dann habe ich sofort große Ohren bekommen und dachte, boah, das ist jetzt echt so eine geile Möglichkeit, diesen Kontext zusammenzubringen. Aber nicht nur das, sondern auch alle Protagonisten, die in Berlin irgendwie in diesem Kontext unterwegs sind, die auch zusammenzuholen. Weil das Thema einfach riesig ist. Ich finde, es ist wie die Anfänge des Yoga. Wir haben super viel Orientierungslosigkeit auch. Was ist was? Was sind das für Begriffe? Es gibt 1000 unterschiedliche Formate. Und es gibt auch eine hohe Verantwortlichkeit, was das Set und das Setting angeht. I miei morti gente le piere. Qua con le piere si fa vino, si magna piere. In den nächsten ungefähr 45 Minuten sprechen wir ein bisschen drüber, was wir inzwischen über Breathwork sagen können aus der neurowissenschaftlichen Perspektive. Und es ist auch ein ganz toller Zeitpunkt dafür, weil, also ich muss sagen, vor 3-4 Jahren gab es da fast gar nichts. Und jetzt so langsam kommen jetzt so die ersten Anzeichen, wie wir Breathwork auch wissenschaftlich verstehen können. Für mich ist Breathwork vor allem ein Werkzeug der Verbindung. Verbindung mit sich selbst, Verbindung mit dem eigenen Körper, Verbindung mit den Menschen um uns herum, Verbindung mit den größeren Dingen im Leben und auch des Vertrauens in uns selbst, in die Teile von uns, die nicht bewusst denken und sprechen die ganze Zeit, in die Teile unseres Systems, die anders funktionieren, dass wir denen wirklich vertrauen dürfen. Als Kopfmensch finde ich, eine große Chance des Breathwork ist, wie kontrollierbar es ist. So, ich muss es nicht wild machen, ich kann es auch ganz schmal und ganz fein machen. Und ich glaube, auch in dieser Feinheit liegt für viele Menschen eine Herausforderung, die eigentlich eher immer die Klatsche wollen. Eine Chance finde ich, dass man wirklich darüber seine Natur entschlüsseln kann und wirklich zu sich finden kann. Und das Erfahrungsspektrum ist riesig beim Breathwork und ich glaube, eine große Gefahr ist, dass man immer so einen Kick sucht oder so eine Wow-Experience sucht. Und wenn man wirklich seinen eigenen Atem kennt, dann ist es sehr gesund, weil man mit sich selber in Kontakt ist. I miei morti gente le piere. Und das ist in der Tat wirklich eine Herausforderung, finde ich, den Menschen einfach auch für Selbstwirksamkeit wieder Raum zu öffnen, Freiheiten zu kommunizieren und sagen, wozu hast du denn Lust? Und dieses Lustprinzip ist tatsächlich eine Sache, die in vielen, sagen wir mal, konzeptionelleren Arttechniken halt schwierig ist, weil eben halt auch zwar immer noch eine Feinheit drin stecken kann, die man so für sich einsetzt, aber im Grunde genommen ist dieses selber entdecken und zwar auch dieses irrtumsanfällige, fehleranfällige selber entdecken so die größte Herausforderung. Für mich ist eben die Chance bei der Wim Hof Methode, beim Breathwork, dass ich ein einfaches Tool habe bezüglich mentaler und physischer Gesundheit, was mir einfach zugänglich ist durch meinen Atem. Und die Herausforderung sehe ich darin einfach, das wirklich einer breiten Bevölkerung publik zu machen, auszubilden, auch auf die Gefahren hinweisen.
Ich glaube, die größte Herausforderung ist, glaube ich, auch das der breiten Masse zugänglich zu machen. Und da ist die nächste Brücke zwischen der Schublade der vielleicht ESO-Ecke oder der Schublade, in die Breathwork viel gesteckt wird, dass eine Sprache zu finden, die einerseits die Schönheit der Rituale bewahrt und andererseits nicht, obwohl hier so eine inklusive, tolerante Bubble ist, ganz viele Menschen auszuschließen durch eine Sprache, die verwendet wird, durch Bilder, die verwendet werden. I miei morti senza le piere. Qua con le piere si fa via. Mittlerweile können wir viele Sachen wissenschaftlich auch nachweisen, warum Atemübungen, die Kunst des Atmens so wirkt, wie es wirkt. Aber ich komme eben rein aus der Erfahrung heraus. Und die zeigt auch, dass für mich der Körper total wichtig ist als Gefäß für den Atem. Dass es an Orte kommt, wo wir mit verschiedenen Atemtechniken vor allem das Nervensystem regulieren, aber auch Menschen helfen, in diese außergewöhnlichen Bewusstseinszustände sehr früh zu kommen, um zu verstehen, wer sie sind. Dass das Breathwork insgesamt so einen gemeinsamen Nenner hat, der uns auch ermöglicht, wirklich viel an individuellen Prozessen, aber auch an so Strukturprozessen zu verändern. Dass das aber auch sehr, sehr viel Achtsamkeit bedeutet oder braucht, das wirklich gut hinzukriegen. Und dass wir gerade in so einer schnellen Welt, wo irgendwie alles schnell passieren muss, auch immer in die Gefahr laufen, uns da mit verschiedenen Methoden oder vielleicht sogar Methodenstreits irgendwie zu verrennen. Vedo che son mise Piere. I miei morti senza le piere. Dass das konstruktiv und kooperativ ist und dass man gegenseitig voneinander lernt und gemeinsam nach vorne geht. Ich glaube, das ist uns total wichtig so als Einstellung. Wirklich diese Synergien zu schaffen, ne, und miteinander, füreinander, für eine gute Gesellschaft.